Ein Mann, in Orange gekleidet, kniet neben einem schwarz verhüllten Mann, der ein Messer in der Hand hat. Der orange gekleidete Mann macht Barack Obama für das verantwortlich, was jetzt kommt. Dann gibt es einen Schnitt und dann sieht man, wie der schwarz verhüllte Mann das Messer am Hals des orange gekleideten Manns ansetzt. Dann wieder ein Schnitt und nicht mal eine Minute später liegt der Körper des Mannes auf dem Boden und ein blutverschmierter Kopf auf dem Körper. Das sind keine Bilder aus irgendeinem Splatter-Horror-Movie, sondern das sind Bilder, die aus dem Irak um die Welt gegangen sind und die Hinrichtung, die Enthauptung des US-Journalisten Steve Sotloff zeigen sollen. Urheber dieses Videos ist der sogenannte Islamische Staat. Eine Terrororganisation, die seit Wochen in den Medien rauf und runter diskutiert wird. Der Islamische Staat steht für Enthauptungen, er steht für Erschießungen und er steht für andere grausame Morde. Aber was ist der Islamische Staat eigentlich? Was will er und wo kommt er her? Wenn ihr in Zukunft mitreden wollt, dann bleibt einfach dran. Ich weiß, es ist das zweite Video innerhalb kürzester Zeit, in dem es im weitesten Sinne um den Islam geht und vor allem in dem es kritisch um den Islam geht. Das mache ich aber nicht deshalb, weil ich diese Religion total abstoßend finde und möglichst negativ darüber sprechen will, sondern ich mache das deshalb, weil ich sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen habe. In den letzten 3 Wochen ungelogen mehr als 50 Mails mit Fragen wie, was ist denn der Islamische Staat, müssen wir hier Angst vor ihm haben und vieles mehr. Und deswegen dachte ich mir, ist ein Video dazu wirklich angebracht und ihr werdet gleich feststellen, mit dem Islam hat der Islamische Staat so gut wie gar nichts zu tun. Kommen wir zu den wichtigsten Fragen. Ganz platt gesagt, schuld an allem sind die Amerikaner. Ein Rückblick. Im Jahr 2003 greifen die USA zusammen mit einigen Verbündeten den Irak an, wie man heute weiß, unter einer Lüge als Vorwand, um den Machthaber Saddam Hussein zu stürzen. Das gelingt auch innerhalb kürzester Zeit, überrennen die USA den Irak, erobern das Gebiet und besetzen den Irak von diesem Moment an. Das passt vor allem einem Mann gar nicht, Abu Musab al-Zarqawi. Zarqawi ist mit seinen Gefolgsleuten 2001 in den Irak gekommen, um von dort aus sein großes Ziel umzusetzen. Er will das Königshaus in Jordanien stürzen und dann von Jordanien aus wiederum Jerusalem erobern und, wie er sagt, die Juden ausrotten und aus Jerusalem vertreiben. Als dann allerdings die Amerikaner in den Irak kommen, ändern sich die Pläne von Zarqawi. Jetzt ist der große Gegner die USA und ihre Verbündeten. Und das sieht Al-Qaida ganz genauso und deswegen bekommt Zarqawi 2004 Unterstützung, indem seine Organisation sich der Al-Qaida anschließt. Aber der Plan, die Amerikaner zu vertreiben und den Irak zu regieren, der geht nicht auf. 2006 wird Zarqawi bei einem Luftangriff getötet und seine Organisation ein wirklich entscheidender Hieb versetzt. Im gleichen Jahr aber wiederum benennt die Al-Qaida sehr optimistisch die Organisation im Irak um in Islamischer Staat im Irak, kurz ISI, wenn man es so ausspricht, wie man es schreibt. ISI soll, und das ist jetzt das neue Ziel, nicht nur die Amerikaner vertreiben und für Angst und Schrecken im Land sorgen, sondern auf lange Sicht einen eigenen Staat im Irak gründen, einen Gottesstaat, wie sie sagen, ein Kalifat. 2011 gibt es dann die Chance, diese Pläne nicht nur zu konkretisieren, sondern auch zu erweitern. Denn 2011, das wisst ihr vielleicht, bricht in Syrien ein Bürgerkrieg aus. Es gibt Aufständische, die den Machthaber Assad stürzen wollen. Unter diesen Aufständischen sind auch einige Kämpfer von ISI, die als sogenannte Al-Nusra-Front dort zu kämpfen beginnen. ISI wittert die Chance, den Einflussbereich nicht nur über den Irak zu erstrecken, sondern auch über Syrien und deswegen gibt es dort eben die Kämpfe. Aber hier macht sich ein wesentlicher Unterschied der Ansichten von ISI und Al-Qaida bemerkbar. Denn während Al-Qaida sagt, naja, um unsere Ziele durchzusetzen, arbeiten wir, wenn es sein muss, auch mit Leuten zusammen, die nicht so ganz zu unseren Vorstellungen passen, sagt ISI, nein, wir arbeiten nicht mit denen zusammen, wir bekämpfen die anderen, auch wenn das Muslime sind. Denn, das ist wichtig, ISI ist eine Organisation, die sunnitisch ist, also die eine große Glaubensrichtung im Islam vertritt und die andere große Glaubensrichtung, die Schiiten, auf lange Sicht beseitigen will. Es kommt wegen dieser verschiedenen Ansichten Anfang 2014 zum Bruch zwischen Al-Qaida und ISI unter dem neuen Chef al-Baghdadi. Kurze Zeit später gibt es auch eine Änderung im Namen. ISI heißt jetzt künftig nicht mehr Islamischer Staat im Irak, sondern Islamischer Staat in Syrien, kurz ISIS. Und das wird wiederum kurze Zeit später geändert in IS, was für Islamischer Staat steht. In Englisch sagt man
ISIL, was das gleiche bedeutet. Und dieser Name, der soll Programm werden und deswegen überrennt der IS innerhalb kürzester Zeit im Sommer 2014, im Sommer diesen Jahres, weite Teile des Irak, besetzt diese Teile, sorgt für viel Angst und Schrecken und schafft es auch, die Al-Nusra-Front, die ja früher zu IS gehört hat, zu erobern, zu besiegen und selber Teile Syriens zu besetzen und tatsächlich einen eigenen Staat aufzubauen. Nachdem ja am Anfang vor allem Al-Qaida der Hauptunterstützer war, verteilt sich das mittlerweile ein bisschen. Schauen wir uns mal die Seite der Kämpfe an. Mittlerweile kämpfen, so schätzt man, rund 20.000 junge Menschen für IS. Junge Menschen, das bedeutet vor allem junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Es gibt auch teilweise Minderjährige, die für den IS kämpfen. Das sind Leute, die aus Saudi-Arabien kommen, aus Marokko oder Tunesien, was ja einigermaßen erwartbar ist, aber auch aus Europa. Es gibt auch Menschen, die aus Deutschland nach Syrien und in den Irak versuchen einzureisen, um dort für den IS zu kämpfen. Gerade erst neulich wurden 2 junge Deutsche festgenommen, von denen dann einer später gesagt hat, er wurde unter Drogen gesetzt und manipuliert, er wollte das eigentlich nie. Diese Kämpfer werden zum einen rekrutiert durch martialisch anmutende Propagandavideos im Internet oder auch Propagandaartikel, zum anderen aber auch durch Mittelsmänner, die auch in Europa aktiv sind und gezielt auf junge Männer, vor allem welche, die keine Perspektiven haben, zugehen und sagen, hey, wollt ihr nicht für uns kämpfen? Das ist also der menschliche Teil, wenn man so will, die Kämpfer. Dann gibt es natürlich noch den finanziellen Teil und da muss man sagen, dass der IS, das sagen Experten, die wahrscheinlich reichste Terrororganisation ist, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Das hängt damit zusammen, dass der IS im Irak weite Teile der Ölfelder kontrolliert und deswegen sehr viel Öl schwarz in der Welt verkaufen kann. Das bringt ihn, so schätzt man, bis zu 1,5 Millionen Euro am Tag. Das ist aber nicht die einzige Einnahmequelle. Es gibt auch reiche Geldgeber aus den Golfstaaten und durch mafiöse Strukturen, die der IS gebildet hat, wird auch Geld eingenommen. Also da kommt einiges zusammen und das nur am Rande. Das sieht man, so sagen zumindest einige Beobachter, unter anderem auch daran, dass al-Baghdadi, der Chef des IS, bei einem seiner wenigen öffentlichen Auftritte unter seinem Gewand eine teure Designeruhr hat vorblitzen lassen, als er seinen Arm immer mal wieder gehoben hat. Ob die wirklich so teuer war, die Uhr, das weiß man nicht. Der IS selbst sagt, wir kämpfen im Auftrag Allahs, wir setzen die Ziele des Islam durch und wir setzen vor allem den Willen Gottes durch mit dem, was wir machen. Dem widersprechen allerdings 99% aller Muslime weltweit. Überall gibt es islamische Gemeinden, die protestieren und sagen, das kann nicht sein, dass der islamische Staat da im Namen unserer Religion vorgeht, andere Menschen umbringt, Unschuldige umbringt. Das hat überhaupt nichts mit unserem Glauben zu tun. In England zum Beispiel hat sich da eine breite Front gegen den IS formiert und auch in Deutschland gibt es viele, auch namhafte Muslime, die gegen den IS aufstehen. Zum Beispiel gibt es diesen Prediger hier, der von Experten ziemlich kritisch gesehen wird, zumindest von Beobachtern der Szene. Abdul Adim heißt er, wird für seine radikalen Thesen immer wieder kritisiert, aber selbst der sagt in einem seiner Videos hier bei YouTube: Einer, der, wal-iyadu billah, Menschen tötet, ja, im Namen des Islams und anderen ausschließt von der Gemeinschaft von La ilaha illallah im Namen des Islam und mit Qala Allah, Qala Rasulullah. Solche Versuchungen sind gefährlicher als die anderen. Das Argument der meisten Muslime ist, der IS missbraucht den Islam für seine Zwecke und will in Wirklichkeit einfach nur seinen Machtbereich ausweiten. Und da kommt ihm der Islam ganz recht, weil so kann man mehr Leute auf seine Seite ziehen. Und die Muslime beklagen sich darüber, dass der IS dafür verantwortlich ist, dass das Bild des Islam in westlichen Ländern immer schlechter wird. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist alles ein großer Fake. Hinter dem IS steckt in Wirklichkeit Israel und es stecken die USA dahinter. Das Ganze ist eine sogenannte False Flag Operation. Zum Beispiel die Enthauptungsvideos sollen in Wirklichkeit gar keine Enthauptung zeigen, sondern gestellt sein. Und Ziel von Israel, vom israelischen Geheimdienst Mossad und von den USA ist es, im Nahen Osten alles zu erobern, alles zu kontrollieren und das Ganze eben unter diesem Vorwand zu machen. Eine sehr gewagte These, aber eine These, die im Internet sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, für die es aber kaum Belege gibt.
Unterm Strich ist der IS eine Terrororganisation, die, ganz blöd gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, gewartet hat, bis sie zuschlagen kann und jetzt Menschen unterdrückt, Menschen unschuldig umbringt und dafür sorgt, dass viele Menschen in Angst und Schrecken leben. Nicht nur Christen oder vor allem Kurden im Irak, sondern auch schiitische Muslime und Andersgläubige, die vom IS terrorisiert und umgebracht werden. Der IS ist eine Organisation, die weltweit geächtet ist und gegen die mittlerweile die USA und mehr als 40 andere Länder Luftangriffe fliegen und die auf diese Art und Weise beseitigt werden sollen. Ich hoffe, das Video hier hat euch ein kleines bisschen geholfen, den IS jetzt besser einzuschätzen. Ihr wisst ein bisschen besser, worum es geht. Mehr erfahrt ihr wie immer über die Links in der Infobox. Und der IS sagt ja übrigens auch immer, wir wollen die Scharia einführen oder wir führen die Scharia ein. Wir setzen die Gebote der Scharia um. Was die Scharia genau ist, das erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt. In diesem Video habe ich etwas über die Scharia erzählt. Einfach darauf klicken, da erfahrt ihr mehr. Mehr erfahrt ihr auch, wenn ihr zukünftig kein Video mehr von mir verpassen wollt. Dann könnt ihr mich abonnieren, indem ihr auf meinen Kopf klickt. Und dann bekommt ihr künftig alle neuen Videos von mir angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure gerne auch kritischen Kommentare unter diesem Video. Und bis zum nächsten Mal.